Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich die Burg Stein in Hartenstein. Diese Burg besteht in Teilen aus einer spätromanischen Burganlage und wurde 1200 erbaut und schützte damals die Herrschaft Hartenstein. Und diese möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Um 1200 erbaut, schützte die ehemalige Wasserburg Stein den Herrschaftssitz Hartenstein und sicherte gleichzeitig den Flussübergang. Die Oberburg, bestehend aus Palas, Kapelle und Bergfried, wurde von doppelten Ringmauern, Wassergraben und Wall geschützt, die zum Schutz der Toranlage der Niederburg diente. Von der Burg Stein aus wurde der Flussübergang bewacht, Brückenzoll kassiert und die alte Salzstraße kontrolliert. Diese führte von Halle kommend durch Hartenstein über den Erzgebirgskamm nach Böhmen. Die Bastion verstärkte ab dem 15. Jahrhundert die spätromanische Kernburg. Besonderen Schutz erfuhr somit das Burgtor. Im 18. Jahrhundert führte eine überdachte Holzbrücke über die Zwickauer Mulde. Der Bergfried der Oberburg erhielt im 16. Jahrhundert einen Aufbau mit Giebelkranz, der im 18. Jahrhundert mit einer barocken Haube gekrönt wurde. Diesem Renaissance-Turmaufsatz sind 4 kleine Giebel mit Kielbogendächern vorgeblendet. Im Inneren ist eine Blockbohlen-Wächterstube mit Schießscharten erhalten. Von dort hatte man Blickkontakt zur Burg Hartenstein. Weiterhin soll sich im Inneren des Bergfrieds ein in den Felsen geschlagenes Verlies befinden. Unter dem Bergfried stand die gotische Burgkapelle, die 1844 durch einen Brand erheblich beschädigt und 2 Jahre später aufgrund des schlechten Bauzustands abgetragen wurde. Die erkennbaren Reste haben Historiker auf eine Bauzeit um 1400 datiert. Der spitze Rundturm der Unterburg entstand möglicherweise im 14. Jahrhundert, die anderen Teile der Niederburg am Ende des 15. Jahrhunderts. Alte Ansichten zeigen noch einen Turm im Hof, wohl in der Ecke zwischen Ostflügel und Südflügel mit hohem, spitzem Kegeldach. Dieser Turm existiert heute nicht mehr. Bemerkenswert beim Betreten des Wohnturms ist eine starke Eichenholztür mit Kerbschnitzornamenten aus der Zeit um 1500. In der Oberburg befindet sich ein Museum, das die Geschichte der Burgen Hartenstein und Stein präsentiert. Spannend ist eine Führung durch das Burgmuseum. Es ist ein Zeitsprung ins 13. und 14. Jahrhundert. Die Burg mit ihren baulich kaum veränderten Räumlichkeiten lässt den Besucher die Enge und Dunkelheit eines mittelalterlichen Wehrbaus spüren. Ulrich von Hutten schreibt 1518 einen Brief an Willibald Pirkheimer. Die Burg selbst ist nicht für Behaglichkeit, sondern zur Wehr erbaut, mit Wall und Graben umgeben, innen von bedrückender Enge, durch Stallungen für Vieh und Pferde zusammengedrängt, daneben dunkle Kammern vollgepfropft mit schweren Büchsen, Pech, Schwefel und allen übrigen Waffen und Kriegsgerät. Sebastian Münster berichtet 1544. Die Bauern führen gar ein schlecht und niederträchtiges Leben. Ihre Häuser sind schlechte Häuser, von Lehm und Holz gemacht, auf das Erdreich gesetzt und mit Stroh gedeckt. Ihre Speis ist ein schwarzes Roggenbrot, Haferbrei und gekochte Erbsen und Linsen. Wasser und Molken ist ihr einziger Trank. Ein Leibrock, 2 Bundschuhe und ein Filzhut sind ihre Kleidung. Diese Leute haben nimmerruh, früh und spät hängen sie an ihrer Arbeit. Ihrem Herrn müssen sie durch das Jahr dienen, das Feld bauen, säen, die Frucht abschneiden und in die Scheuer führen, Holz hauen und Gräber machen. Da ist nichts, das das arme Volk nicht tun muss und ohne Verlust nicht aufschieben darf.
Eine ursprüngliche, um die 600 Jahre alte Wendeltreppe aus roh behauenen Tannenholzbohlen aus Weißtanne verbindet die Geschosse des Palas. Die typisch mittelalterliche Wasserburg mit ihren alten, baulich noch wenig veränderten Teilen gewährt einen guten Einblick in die Wohnverhältnisse und Bedürfnisse der Ritter und Lehnsmannen. Im Jahr 1233 wurde die Burg erstmals urkundlich erwähnt. Sie stand wie die gesamte Grafschaft Hartenstein unter der Hoheit der Burggrafen von Meißen. Ritter Heidenreich von Grünhain war der erste bekannte Besitzer und Angehöriger eines niederen Rittergeschlechts. Er war wohl Lehnsnehmer der Mainheringer. Von 1305 bis 1350 war vermutlich die Zwickauer Familie Egerer Besitzer der Burg. 1372 bestätigt die böhmische Krone den Wettinern den Besitz. Die Burgherren des 14. Jahrhunderts waren als Raubritter berüchtigt. Namentlich ein Conradus der Lapide wird in einer Urkunde aus dem Jahre 1320 zahlreicher Untaten bezichtigt. Die Schönburger erhielten 1406 die Burgen Stein und Hartenstein, zunächst pfandweise von den Burggrafen von Meißen aus dem Hause der Mainheringer. Später gingen sie beide in den dauerhaften Besitz der Schönburger über, da das Pfand nicht ausgelöst wurde. Ab 1406 waren somit die Schönburger oder deren Lehnsnehmer im Besitz von Burgstein. Im Jahr 1411 ist Heinz von Remse der Ältere als Lehnsnehmer der Schönburger Besitzer der Burg dokumentiert. Eine ganz besondere Rolle in der Hartensteiner Geschichte spielt die Gestalt des Prinzenräubers Konrad oder Kunz von Kaufungen. Von 1448 bis 1450 besaß er die Burg Stein zu Lehen. Zuvor, 1388, war schon ein Vorfahre von ihm, Hans von Kaufungen, als Lehnsritter der Mainheringer auf der Burg Stein. Der Junker Kunz von Kaufungen war mit Stein Herr über die Frohnbauern von Wildbach und Langenbach. Auch verfügte er über die zu Stein gehörigen Wälder. Kunz, oft fälschlich Ritter oder Raubritter genannt, war nur Junker, hatte also den Ritterschlag noch nicht erhalten und der gemeine Straßenraub konnte ihm nicht nachgewiesen werden. Obwohl Kunz nur zum niederen Adel gehörte und nur Ritterdienst tat, war er seinen ritterlichen Standesgenossen an Bildung weit überlegen. Seine Kriegstüchtigkeit, sein kluges und kühnes Auftreten, gepaart mit Gerechtigkeitssinn und sensiblen Ehrgefühl, machten ihn zum überall gern gesehenen Kriegsmann. Kein Wunder, dass der Kurfürst Friedrich der Sanftmütige, als er der Stadt Nürnberg Hilfstruppen gegen Markgraf Albrecht sandte, Kunz zum Hauptmann der Armbrustschützen machte. Als Kunz von Kaufungen nach der Lindenauer Nahme, das war ein Überfall auf einem Kaufmannszug bei Leipzig, die Burg Stein gekündigt bekam, weil dies der Kurfürst als einen gemeinen Raubüberfall bezeichnete, kaufte Kunz die Burg Eisenberg in Böhmen und lag wegen rechtlicher Auseinandersetzungen mit dem Kurfürsten in einem 5-jährigen Rechtsstreit, welcher schließlich die Ursache zum Prinzenraub wurde.
Seine Beute und die gefangenen Kaufleute hatte der Kaufhunger auf seine Burg Stein gebracht, weshalb der Zwickauer Stadtvogt vom Kurfürsten den Auftrag bekam, Stein mit 300 Mann zu bekriegen. Wahrscheinlich wäre es zur Zerstörung dieser Burg gekommen, hätte sie nicht Kunz, weil er sich im Recht fühlte, offen stehen gelassen. Denn die überfallenen Kaufleute gehörten seinem Feinde an, mit dem er in richtiger Fehde lag. Es war also damals Kriegsrecht. Kunz war Vasall der Schönburger. Da die Schönburger aber kurz zuvor in die Vasalität der Wettiner fielen, konnte er vom Kurfürsten als Nahvasall angesehen werden. Bestimmend aber waren die Schönburger, die nicht den Mut hatten, Kunz in ihren Schutz zu nehmen. Der Raub geschah in der Nacht vom 7. zum 8. Juli 1455. Danach hatten sich die nach der Grenze Böhmens geflüchteten Ritter in 2 Abteilungen getrennt, um wenigstens einen Prinzen sicher zu haben. Die Ritter Mosen und Schönfeld mit dem Prinzen Ernst waren hart verfolgt worden, hatten schon 14 Reiter verloren, als sie den Hartensteiner Forst erreichten. Sie suchten Zuflucht in einem alten Bergstollen, der heutigen Prinzenhöhle. Dort erhielten sie nach 3 Tagen die Nachricht von der Gefangennahme des Kunz bei Grünhain, worauf sie den Prinzen Ernst gegen Zusicherung von Straffreiheit an den Grafen Friedrich von Schönburg auf Hartenstein auslieferten. Kunz von Kaufungen aber wurde am 14. Juli 1455 auf dem Freiberger Marktplatz mit dem Schwert enthauptet. (1525) zur Zeit des Bauernkrieges, wurde die Burg von ihren Fronbauern belagert. Die Bauern nutzten die Abwesenheit ihres Fronherrn Ernst II. Von Schönburg. Als dieser jedoch mit seiner Streitmacht von der Schlacht bei Frankenhausen zurückkehrte, fand die Belagerung ein jähes Ende. Die Bauern wurden hart bestraft. Der Bauernkrieg brach nicht plötzlich über die deutschen Territorien herein. Vielmehr gehörte er in eine lange Reihe von europäischen Aufständen und Widerstandsaktionen, die sich vom Spätmittelalter bis in die Neuzeit zieht. Auch die zahlreichen Bürgererhebungen waren zumeist von den ärmeren und unterprivilegierten Schichten getragen und gegen die ökonomischen und politischen Privilegien der Patrizier gerichtet. Der Hochadel war an einer Änderung der Lebensumstände der Bauern nicht interessiert, weil dadurch zwangsläufig eigene Privilegien und Vorteile eingeschränkt worden wären. Der niedere Adel ging dem Niedergang entgegen und hatte mit einem dramatischen Machtverlust zu kämpfen, was zu eigenen Aufständen führte. Der Versuch vieler niederer Adliger, sich durch Raubrittertum über Wasser zu halten, ging größtenteils wiederum zu Lasten der Bauern.
In der Ausstellung sind zahlreiche historische Waffen, Ringpanzer und Plattenharnische zu sehen. Beeindruckend ist die Sammlung der Rechtsaltertümer, zu denen ein Richtschwert und verschiedene Folterwerkzeuge gehören. Blutrichter, kaltblütige Henker und Folter. Die Rechtsprechung im Mittelalter ist voller Mythen und grausamer Geschichten. Doch im Gegensatz zur landläufigen Meinung vom finsteren Mittelalter war diese Periode kein rechtsfreier Raum. Obwohl klar geregelt war, was Recht ist und was Unrecht, so basierte die Rechtsprechung bis ins 13. Jahrhundert hinein größtenteils auf überliefertem Gewohnheitsrecht. Das heißt, so wie es von den Vorfahren gehandhabt worden war, so wurde es auch weiterhin gehalten. Erst im 13. Jahrhundert wurde beispielsweise der Sachsenspiegel verfasst, der Recht schriftlich fixierte und in Norddeutschland verbindlich wurde sowie Vorbildcharakter erlangte. Seit dem 12. Jahrhundert wurde zudem zwischen hoher und niederer Gerichtsbarkeit unterschieden. Die hohe Gerichtsbarkeit befand über schwerwiegende Fälle wie heimtückischen Mord, Herstellung von Falschgeld, Hochverrat. Hier wurde ein Blutrichter eingesetzt, der über Leben oder Tod bzw. über Folter bestimmte. Strafwürdig waren nach dem mittelalterlichen Weltbild auch Dinge wie Hexerei, Gotteslästerung und Ehebruch. Die hohe Gerichtsbarkeit hatten meist die Grafen inne. Die Grundherren wiederum waren die Herren über die niedere Gerichtsbarkeit. Eigentumsdelikte, Erbstreitigkeiten, Körperverletzung, Beleidigungen fielen in ihr Hoheitsgebiet. Der Schandstein ist eine Form der Ehrenstrafe durch die niedere Gerichtsbarkeit im Mittelalter. Mit ihr wurden vor allem Frauen belegt, die sich in unangemessener Weise über andere äußerten. Als Lästerstein bezeichnete man eine Kette mit einem Gewicht, die um den Hals gelegt wurde. Als Gewicht wurden in der Regel Steine oder Holzklötze eingesetzt, die oft auch mit Fratzen oder Gesichtern verziert waren. Träger der Kette wurden durch die Stadt geführt und an einem öffentlichen Platz an den Pranger gestellt. Die Strafe führte zum Verlust von Ansehen und Ehrbarkeit und zu erheblichen sozialen und kommunikativen Einschnitten, denn der Verkehr mit so Bestraften galt als anrüchig. Sie diente als Instrument zur innerstädtischen Sozialdisziplinierung und war gleichzeitig Antrieb für eine gesellschaftliche Diskriminierung. Das barbarische Rechtswesen wird durch die Werkzeuge der Scharfrichter und Folterknechte veranschaulicht. Halseisen, Fuß- und Handfesseln, Schandeisen und Folterwerkzeuge, mit denen in der Zeit der finsteren Feudalherrschaft Geständnisse auch von Unschuldigen erpresst wurden, werden hier bewahrt. Ein Richtschwert mit der Inschrift »Wann dem armen Sünder ist abgesprochen das Leben, dann wird er mir unter meine Hand gegeben«, kündet vom blutigen Handwerk des Scharfrichters. Der Manschettenhans hieß mit bürgerlichen Namen Abel Schreitberger und diente im 17. Jahrhundert dem Grafen Otto Ludwig auf Schloss Hartenstein als Hofnarr. Er lebte circa von 1630 bis 1680 und stammte ursprünglich aus Böhmen. In alten Aufzeichnungen ist nur sehr wenig über seine Person zu finden. Seine geringe Größe, eine Zwergengestalt von circa 80 Zentimetern und das Leben auf Schloss Hartenstein muss jedoch den Herren von Schönburg Anlass gegeben haben, eine farbige Holzplastik nach ihm anfertigen zu lassen.
Diese hat ihn unsterblich gemacht. Ursprünglich stand diese jedoch im ersten Stockwerk des Schlosses Hartenstein. Die Fürstin Agathe von Schönborg-Hartenstein hat sie selbst nach dem Angriff auf das Schloss am 20. April 45 vor den Flammen gerettet. Dort wurde er von den Kindern der fürstlichen Familie in scheuer Verehrung als Schutzgeist des Schlosses angesehen. Der Name Manschettenhans wurde vermutlich abgeleitet von dem Ausdruck Manschetten haben, Angst haben. Die Bürger der Stadt hatten noch nie einen kleinwüchsigen Menschen gesehen und hatten daher Angst vor seiner Person. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun die wunderschönen historischen Räume besucht, viel über das Leben der Adligen erfahren. Hat euch das Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!